Herzlich willkommen zu unserem New Economy Shortcut Ende April, kurz vor Ende des Monats, aus einem doppelten Anlass. Wir haben vor kurzem ein Forum Paper veröffentlicht, in dem wir analysiert haben, versucht, eine erste Bilanz zu ziehen dessen, was die US-amerikanische Regierung und die vorherige mit dem Inflation Reduction Act gemacht hat, versucht hat, in dem Sinne auch sehr interessant versucht hat, weil es klimapolitisch ein ganz neuer Weg war, in dem Sinne, dass die Regierung fast ausschließlich auf Investitionen, auf Infrastrukturmaßnahmen und vor allen Dingen auf positive Anreize gesetzt hat, was konzeptionell ein sehr unterschiedlicher Ansatz zu dem ist, der in der Ökonomie und auch in Europa halt dominiert oder als das dominierende Instrument verkauft wird, beziehungsweise dargelegt wird, nämlich Carbon Pricing zu machen, CO2-Bepreisung, also darüber, dass man klimaschädliches Verhalten teurer macht, zu einer Verhaltensänderung beizutragen. Das hat in den letzten Jahren immer wieder Probleme gebracht, weshalb in der Ökonomie, in der internationalen Wissenschaft auch zunehmend aber diskutiert worden ist, darüber nachgedacht worden ist, ob das der beste Weg ist, welche Gewichtung die höhere CO2-Bepreisungen zur Steuerung von Verhalten haben sollten. Wir haben in Deutschland etliche Beispiele, international Frankreich, Gelbwesten, wo das immer wieder auf Widerstände gestoßen ist. Dies macht dieses Experiment, wenn man das mal so bezeichnen will, was die Amerikaner da gemacht haben mit dem IRA, umso interessanter. Und die Frage lag dann nahe, wie man das beurteilen kann, ob das erfolgreich war, ob das möglicherweise künftig eine Alternative ist. Und von dem Schritt ist es kein großer Schritt mehr in die politische Realität dieser Wochen in Deutschland, wo es eine neue Regierung gibt, beziehungsweise gerade dabei ist zu werden, die in ihrem Koalitionsvertrag sich natürlich auch mit der Frage beschäftigt hat, wie man klimapolitisch jetzt vorgeht und vor allen Dingen damit umgeht, dass im Januar 2027 plangemäß das ETS-2, das European Emissionshandelsgesetz, die zweite Stufe Erweiterung auf Gebäude und Verkehr stattfinden soll, was erwartungsgemäß mit hohen Preissteigerungen bei zum Beispiel Benzin, Heizen mit Öl und Gas verbunden sein wird. Das wird auch im Koalitionsvertrag thematisiert und verbindet so das, was wir in der Studie gemacht haben, mit der heutigen Aktualität. Darüber wollen wir diskutieren und wir werden dazu Isabella Wedel, Co-Autorin des Papers, gleich ein paar Kernthesen des Papers vorstellen und dann diskutieren mit Nils aus dem Moore, Ökonom, früher beim Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung in Essen, jetzt bei Christ Company, Company Christ, als Ökonom tätig. Und wir sind sehr froh, dass Nina Scheer zu uns dazu gestoßen ist. Nina Scheer ist klima- und energiepolitische Sprecherin der SPD im Bundestag oder war das? Ich weiß nicht, wie Sie das schon aufgeteilt haben im neuen Bundestag. Jedenfalls wichtiger noch, sie waren Teil der Arbeitsgruppe, die das Kapitel Klima für den Koalitionsvertrag verhandelt haben und ausgearbeitet haben, in dem es eben auch um die Frage geht, wie man mit dem nahen ETS-2 vermeintlichen Preisschock umgehen soll. Von daher sind wir sehr froh, Sie als sozusagen Vertreterin der Regierungspartei SPD, nicht der Regierung, der Regierungspartei SPD, bei uns zu haben. Ich würde gleich Isabella bitten, kleine Eingangsvorstellung zu machen zu dem Paper. Und dann geht es weiter mit den beiden Teilnehmern. Danke, Thomas. Ich steige gleich ein mit dieser Gegenüberstellung. Entschuldige, wenn du schon auf die nächste Folie gehst. Also das Paper fängt ja damit an, dass wir eine recht zugespitzte Gegenüberstellung haben von Carbon Pricing auf der einen Seite und diesen positiven Anreizen auf der anderen Seite. Und ich finde es einerseits wichtig, einmal kurz noch die Grundannahmen sich anzuschauen. Carbon Pricing geht ja davon aus, dass der Markt eben eine sehr, sehr starke Lenkungswirkung entfaltet, dadurch, dass wir externe Effekte internalisieren
Und Carbon Pricing geht auch davon aus, dass es immer einen Trade-off gibt zwischen CO2-Reduktion und wirtschaftlichem Wohlstand. Also Maßnahmen zur CO2-Reduktion werden immer den aktuellen wirtschaftlichen Wohlstand reduzieren. Wir haben 5 zentrale Kritikpunkte herausgearbeitet an diesem Politikansatz. Der erste ist eine zu schwache Wirkung auf Innovation. CO2-Preis hat zwar eine Wirkung, aber vor allem auf inkrementelle Innovationen. Das heißt, disruptive Innovationen, die eben die großen Unterschiede machen, für einen Systemwandel, für eine echte Transformation, die werden nur sehr, sehr schwach angereizt. Der zweite Punkt ist, dass der Einfluss auf Konsumentscheidungen sehr, sehr stark davon abhängt, ob es erstmal attraktive, günstige Alternativen gibt, klimafreundliche Alternativen. Wenn es nicht der Fall ist, dann ist eben auch dieser Einfluss sehr gering. Also die Preiselastizität der Nachfrage ist einfach entscheidend. Dritter Punkt ist, dass einkommensschwache Haushalte sehr stark belastet werden können, weil aus deren Budget eben ein größerer Anteil für CO2-intensive Güter weggeht. Und viertens, es gibt oft, also CO2-Bepreisung hat oft starken Gegenwind aus Wirtschaft, Politik, Öffentlichkeit und ist dadurch einfach politisch oft schwer durchsetzbar. Und fünftens, die Preise im europäischen ETS, im europäischen Emissionshandel, waren dekadenlang so niedrig, dass sie quasi ineffektiv waren und sind mittlerweile zwar auf einem guten Niveau, aber eben sehr, sehr stark volatil. Also es gibt einfach starke Preisschwankungen, was auch zu Problemen führt. Auf der anderen Seite haben wir eben diesen Ansatz der positiven Anreize und Investitionen in Infrastruktur. Da ist die Grundannahme, dass der Staat eine viel aktivere Rolle spielen muss, um diese Transformation der Wirtschaft zu lenken. Und dass Dekarbonisierung immer auch eine Chance für wirtschaftlichen Wohlstand sein kann, dass es also Hand in Hand gehen kann. Die Stärken, hier 3 Punkte. Das eine ist auch auf Innovation bezogen. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass klimafreundliche Innovationen über die Forschungsphase hinaus gefördert werden, unterstützt werden und dadurch schneller wettbewerbsfähig werden. Und das haben wir zum Beispiel bei der Solarenergie gesehen in den letzten 15 Jahren, wo die Kosten so dramatisch gesunken sind, weil verschiedene Länder staatliche Förderprogramme hatten. Also über USA, Australien, Japan, Deutschland, China hinweg. Und der zweite Punkt ist, dass die nötige Infrastruktur ausgebaut wird oder umgebaut wird, um eben schnell und zuverlässig klimafreundliche Technologien nutzen zu können. Und drittens, wir haben eine höhere gesellschaftliche und politische Akzeptanz, weil es nicht so viele Verlierer gibt bei diesem Ansatz und weil er oft mit Chancen für Wirtschaft und mit Jobs verknüpft ist. Nächste Folie bitte. Wir haben uns eben den IRA als Beispiel angeschaut für diesen Ansatz. Und noch ein kurzer Überblick dazu, wurde im August 2022 eingeführt unter Joe Biden. Das Klimapaket damals, Ziele waren nicht nur Emissionen zu senken, sondern eben auch Energiepreise stabil zu halten und Jobs zu schaffen. Und die Ausgaben für Klimamaßnahmen waren anfangs auf 390 Milliarden Dollar geschätzt. Letztes Jahr wurde dann die Schätzung erhöht auf 730 Milliarden Dollar, weil eben die Steueranreize so stark genutzt wurden. Wichtigstes Instrument sind diese Steuergutschriften und es gab Einnahmemaßnahmen, also zur Gegenfinanzierung hatte IRA auch Maßnahmen eingeführt, die öffentliche Einnahmen stärken sollen. Diese Steuergutschriften, die eben zentrales Instrument sind,
haben ein paar Besonderheiten. Vor allem haben sie diese zusätzlichen Boni. Das heißt, Investitionen, die Arbeitsplätze schaffen, die heimische Produktion stärken und die in strukturschwachen Regionen umgesetzt werden, die profitieren einfach besonders stark. Kurz was zu den Inhalten, also was für Investitionen werden gefördert durch diese Steuergutschriften. Das waren vor allem Investitionen in erneuerbare Energien, Speichertechnologien, Elektromobilität, Komponentenherstellung für all das, Gebäudeenergieeffizienz etc. Weitere Besonderheiten sind, dass diese Steuergutschriften auch für kleine Unternehmen nutzbar sind, was nicht selbstverständlich ist, und dass der Großteil davon nicht gedeckelt. Nächste Folie bitte. Zu den Effekten oder zu den bisherigen Effekten kann man sagen, dass in den 2 Jahren nach Einführung des IRA circa 500 Milliarden Dollar investiert wurden. Und also in den 2 Jahren nach Einführung 500 Milliarden Dollar an Privatinvestitionen in Cleantech. Das sind 70% mehr als in den 2 Jahren davor. Und gleichzeitig lag diese Hebelwirkung von öffentlichen Ausgaben bei 1:6. Also die Ausgaben der öffentlichen Hand haben den 6-fachen Betrag an private Investitionen ausgelöst. Dann, was die CO2-Reduktion angeht, dazu kann man natürlich empirisch noch nichts sagen, aber dazu gibt es Modellierungen, die recht robust sind. Und die haben geschätzt, dass der IRA hilft, die amerikanischen CO2-Emissionen bis 2030 um bis zu 40% zu reduzieren. Ziel war eigentlich 50%, aber diese 40% sind immerhin 8,5 Prozentpunkte mehr CO2-Reduktion als ohne den IRA. Und dazu gibt es keine Folie, haben wir in dem Paper auch noch makroökonomische Effekte angeschaut. Auch dazu gibt es nur Modellierungen. Und das ein wichtiger Punkt natürlich die Auswirkungen auf den Bundeshaushalt. Das hängt sehr, sehr stark davon ab, wie diese Gegenfinanzierung durch die entsprechenden Maßnahmen was die einbringen. Unter Trump ist das natürlich also vieles eingefroren und ist nicht mehr so wie geplant. Arbeitsmarkteffekte wurden mal geschätzt auf circa 1 Million Jobs über 10 Jahre. Das ist eine sehr konservative Schätzung. Und was die Kosteneffizienz angeht, haben Modellierungen eben auch geschätzt, dass Carbon Abatement Costs, also diese Kosten pro reduzierte Tonne CO2 für den IRA bei 45 bis 60 Dollar pro Tonne CO2 liegen. Das ist zwar niedriger als die gesellschaftlichen Kosten von CO2 oder die Social Cost von CO2, aber es ist auch teurer oder höher als die geschätzten Abatement Costs in einem Alternativszenario mit CO2-Bepreisung. Und dazu muss man aber sagen, dass eben das nicht die dynamische Kostenentwicklung über die Zeit abbilden kann. Also Carbon Abatement Costs sind dafür da, um kurzfristig eben günstige Maßnahmen zu identifizieren, aber können dann auch, wenn man sich nur daran hält, kann es eben auch zu Technologie-Logins führen. Ich wollte noch auf den EU-Kontext eingehen, aber ich glaube, das skippe ich kurz, um Zeit zu sparen. Dann gehen wir gleich zu den Learnings aus dem IRA. Genau. Wir haben diese These, dass der IRA Vorbild sein kann für Europa, auch diskutiert bei dem letzten Berlin Summit des Forum New Economy. Und dadurch sind auch aus diesen Diskussionen sind auch diese Lessons learned vor allem inspiriert. Also eine Schlussfolgerung ist einfach, dass wir einen Politikmix brauchen, der verschiedene Instrumente smart kombiniert, ohne diesen extremen Fokus auf ein Instrument, aber eher schaut, okay, welche Segmentierung brauchen wir
von bestimmten Instrumenten. Wie kann man Synergien nutzen und wie kann dann auch kontextspezifisch das Design von positiven Anreizen auf der EU-Ebene funktionieren. Thomas sagt gerade Time. Das heißt, ich glaube, ich würde hier kurzen Schlussstrich machen. Vielleicht noch zwei Sätze hierzu. Eine Inspiration vom IRA war, dass eben ein positives Narrativ für die Klimapolitik entsteht und dass es eine sehr gezielte Finanzierung von Schlüsselsektoren für die Transformation gibt. Und dann diese große Frage, wie wird sich ETS2 auswirken sozial, wie kann man das abfedern, diese sozialen Effekte und vielleicht positive Instrumente dazu nutzen, um schwache Haushalte zu unterstützen. Damit übergebe ich wieder an Okay, Thomas für die Schlussfolgerung. okay, ich würde gleich an Nils weitergeben. Ein paar Worte, ein paar Kommentare zu dem Paper, zu der Analyse an sich, vor allen Dingen eben zu der Fragestellung mit unserer tendenziell positiven Antwort, dass durch positive Anreize doch offenbar eine Menge an Verhaltensänderungen im positiven Sinne ausgelöst werden kann und möglicherweise auf einem galanteren Weg, besseren Weg als über die negative Art des Carbon Pricing. Bitte, Nico. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung und die Einbeziehung hier in die Diskussion. Tatsächlich steige ich mal ein bisschen konfrontativ ein, auch im Sinne des Spannungsbogens. Ich knüpfe an was Isabella eben gesagt hatte bei ihrer Einstiegsfolie. Wir haben eine zugespitzte Darstellung gewählt bei der Gegenüberdarstellung dieser beiden unterschiedlichen Politikansätze eben auf deiner ersten Folie. Das hatte ich mir auch bei der Lektüre des Papers schon mal so an den Rand notiert. Kann ich aus dramaturgischen Gründen auch nachvollziehen. Aber natürlich habt ihr dort bei der CO-Bepreisung nur die Schwächen aufgeführt und beim positiven Ansatz nur die Vorteile. Ich glaube, ein Gesamtbild sieht auch Stärken bei der CO2-Bepreisung und es gibt natürlich auch Nachteile bei diesem vermeintlich positiven Ansatz. Ja, das mal so als erste Beobachtung vorausgeschickt, aber der Fairness halber auch gegen Ende des Papiers wird euer Papier dann ja auch deutlich weniger konfrontativ als die Gegenüberdarstellung zu Beginn. Ja, und mit dem, wo ihr am Ende ankommt, nämlich zu sagen, wir müssen über einen klugen Policy-Mix nachdenken, ein Policy-Mix, der eben auch die Schwächen der CO2-Bepreisung stärker vielleicht in den Blick nimmt und sich fragt, wie können wir durch ergänzende Instrumente, die vielleicht nicht nur kleinteiliges Flickwerk sein müssen, sondern auch eine kraftvolle Mobilisierung haben, das Gesamtpaket leistungsfähiger machen. Da bin ich dann wieder voll bei euch. Ja, jetzt bin ich einmal vom Anfang ans Ende gesprungen. Vielleicht gehe ich mal durch so ein paar Beobachtungen und Talking Points durch, die ich mir zurechtgelegt habe. Und ich hoffe, dass ich das in den 5, 6 Minuten, die mir avisiert wurden, hinbekomme. Also zum einen, was mir so ein bisschen aufgestoßen ist, Thomas hat es ja gesagt, ich komme ehemals aus dem RWI, habe dort viele Jahre an der Seite von Christoph Schmidt, dem ehemaligen Chef des Sachverständigenrats, gearbeitet, wo natürlich Carbon Pricing das Mittel der Wahl war. Habe allerdings selber in meiner eigenen Forschungsgruppe Nachhaltigkeit und Governance 10 Jahre lang eher über Policy Mix Konstellationen dann auch nachgedacht. Zuletzt in dem Ariadne-Vorhaben, was der ein oder andere hier unter den Teilnehmern ja vielleicht auch kennt, über ein Paper, wie kann man Dynamic Policy Mix Pathways konstruieren, die genau diese Idee, je nachdem, wo ich stehe, je nachdem, wo eine Technologie steht, braucht es einen spezifischen Policy Mix und das Ganze muss über die Zeit gedacht werden. Insofern bin ich mit der Grundstoßrichtung des Papiers sehr, sehr einverstanden. Auf der Tonspur diese Gegenüberstellung Market-Driven Solution Carbon Pricing mit Minimal Government Intervention stimmt, glaube ich, nicht ganz. Ja, wenn er dann mal steht, ne, dann ist ein Carbon Pricing System wieder ein Markt. Aber der fällt ja nicht vom Himmel. Und ich glaube, zur Wahrheit gehört, und das sollte man auch anerkennen, es ist ein unheimlich sozusagen sophisticated Policy Design, weltweit führendes Experiment, was die EU dort gestartet hat und was in vielen Aspekten, denke ich, auch beispielgebend ist. Also das Carbon Pricing kommt mir bei euch so ein bisschen zu negativ weg, ja, als wäre das irgendwie Law of the Jungle und der Markt und man könnte doch ganz toll was Politisches machen. Carbon Pricing ist politisch. Das ist ja sozusagen Policy Design natürlich. Dass der IRA heute deutlich weniger hell strahlt als zu dem Zeitpunkt, als ihr das Papier begonnen habt,
Das liegt natürlich an der Trump-Situation in den USA. Aber ich glaube, man kann da auch durchaus einen grundsätzlichen Punkt draus machen. Nämlich, dass die Richtungssicherheit und Stabilität, die Europa dank dieses Carbon Pricing hat, schon auch ein Vorteil ist, den dieses Instrument mit sich bringt. Ja, es ist schwerfällig, es zu implementieren, es braucht Feintuning und so weiter und so fort. Aber wenn es dann mal steht und wenn es von allen Mitgliedstaaten akzeptiert wird und eingeführt wurde, ist es eben auch ein sehr stabiles Instrument. Viel stabiler als viele, viele Subventionsprogramme, die wir in der Vergangenheit gesehen haben. Sei es in den USA, sei es bei uns, sei es auf europäischer Ebene. Letztes prominentes Beispiel in Deutschland, Kaufprämie für Elektroautos. Wir wissen alle, das war das Verfassungsgericht, motiviert damals von der Union. Die hat der Sache den Boden unter den Füßen weggezogen. Habeck blieb nichts anderes übrig, als dann den Stecker zu ziehen. Aber es war natürlich ein Desaster für die Entwicklung der Elektromobilität in Deutschland. Und ich glaube schon, dass man an der Stelle unter den nicht aufgeführten Nachteilen von Subventionsprogrammen natürlich ihre höhere politische Vulnerabilität im Zweifelsfall auch in Rechnung stellen muss, wenn man ein Gesamtbild zeichnen will. Ja, insofern ist das, glaube ich, nicht nur ein Trump-Effekt, sondern das verweist schon auch auf ein grundsätzliches Problem mit Subventionsprogrammen. Denen können eben auch aus dem einen oder anderen Gründen schnell die Luft ausgehen und dann bleibt nur ein Strohfeuereffekt zurück. Auf der sachlichen Ebene gehört zur Wahrheit ja auch, die Summe aller Subventionsprogramme in Europa, schon auf europäischer Ebene, ist größer als der IRA. Und wenn man die in die gleiche Richtung zielenden Programme auf nationaler Ebene addiert, ist es erst recht größer. Ja, das zeigt aber auch, wo das Problem in Europa liegt. Nicht, dass wir zu wenig Geld mobilisieren, sondern dass wir es zu kleinteilig tun, in zu viele Teilprogramme versteckt und verstreut, mit einem irren Antragsaufwand, sodass es eben für die Wirtschaft eben nicht diesen mobilisierenden Effekt hat, ja, den bei der Größe, der aggregierten Größe, der eigentlich möglich wäre. Ja, das heißt aus meiner Sicht aber auch, dass wir gar nicht unbedingt nach mehr Geld rufen müssen. So habe ich zum Beispiel auch den Draghi-Bericht nicht in erster Linie verstanden. Ja, den Aspekt hatte er auch und ihr sprecht das ja auch an, aber er hat vor allen Dingen eben auch gesagt, wir müssen es besser ausgeben. Wir müssen die Strukturen, die Prozesse, die Verwendung, da müssen wir alles besser werden. Dann auch vielleicht noch ein bisschen mehr Wasser auf die Mühlen, unwidersprochen. Aber ich glaube, diesen ersten Schritt kann man nicht auslassen. Gilt auch für das deutsche Sondervermögen. Als Fußnote an der Stelle, wir haben eben auch gigantische Summen an privatem Kapital, die eigentlich darauf warten, investiert werden zu können in die Bereiche Cleantech, in die Bereiche Infrastruktur, wo wir in Teilen einfach auch wirklich prähistorische Regulierung haben, dass wir zum Beispiel deutsches Anlagevermögen aus der Altersvorsorge behandeln, wie hochriskantes Private Equity, ganz geringe Infrastrukturquoten nur zulassen. Da hat sich jetzt ein bisschen was getan in jüngerer Vergangenheit, aber da sind sicherlich Spielräume, wo man Investitionen der Privatwirtschaft ermöglichen kann, ohne dass man im großen Stil dafür Subventionen ins Schaufenster stellen muss. Denn wenn man jetzt mal das EEG auch als zumindest in früherer Zeit, und de facto ist es das für heute auch noch, Subventionstatbestand betrachtet, dann wird man dem deutschen Energiewendeansatz schwerlich einen Mangel an Subventionen attestieren können. Ja, sondern vielleicht eher einen Mangel auch, und das sage ich durchaus als ein Freund des EEG, zumindest in seiner initialen Rechtfertigung und Begründung, ja, bei der Frage, wie gut sind unterschiedliche Instrumente in dem Policy Mix aufeinander abgestimmt und wie sehr konterkarieren sie sich im Zweifelsfall auch gegenseitig und machen sozusagen viel Betriebshitze mit relativ wenig Fortschritt, zumindest in der Vergangenheit. Jetzt, ich glaube, in der vergangenen Bundesregierung muss man auch anerkennen, dass da auf der Ebene vieles in die richtige Richtung verändert, beschleunigt und vorangetrieben wurde. So, zwei Talking Points habe ich noch. Wenn ihr diese Nachteile von Carbon Pricing beschreibt, sei es auf der Folie, sei es auch detailliert in dem Paper, ja, ist das aus meiner Sicht halt die Frage, heißt das jetzt, wir wenden dem Instrument den Rücken zu? Ja, so klingt es zu Beginn des Papiers an, am Ende dann eher nicht mehr. Oder heißt es, das sind die Herausforderungen, wo wir gucken müssen, wie können wir die bestmöglich adressieren? Und im Spiegelbild dazu, welche Elemente aus dieser positiv bezeichneten Agenda, also eher industriepolitisch, Investitionsprogramme, Subventionen, vielleicht auch der Staat als Pionierabnehmer, als sozusagen First Buyer oder als Garantiegeber, was können wir wie mit ins Spiel bringen, um dem Gesamtprojekt mehr Schub und vielleicht auch mehr
Berechenbarkeit zu geben. Damit bin ich auch am Schluss. Ihr kommt ja am Ende letztlich auch, so habe ich es verstanden, bei der Schlussfolgerung an, es geht um klugen Policy-Mix-Design. Ja, und da würde ich auch sagen, diese Logik von Carrot und Stick, die macht schon Sinn. Und natürlich hat der CO2, der Emissionshandel, dann eher den Carrot-Charakter. Aber wir können alle Hürden, die er mit sich bringt oder die Schwierigkeiten, die er hat, die können alle adressiert werden. Wenn man es nicht tut, wie seinerzeit Macron, der einfach einen neuen Preis vom Himmel fallen lässt und sich dann wundert, dass er die Geldwesten erntet, dann ist das diskreditiert nicht das Preisinstrument per se, sondern das diskreditiert eine schlechte Einführung eines Preisinstruments. Wenn ich jetzt auf den EU ETS 2 abschließend eingehe, den Thomas ja angesprochen hat, wenn ich den klug mit sozialer Rückverteilung der Maßnahmen, mit sozialem Ausgleich gegen Härtefälle und so weiter administriere, haben wir seinerzeit auch Studien im Ariadne-Kontext vorgelegt, rund um die Beschlussfassung, dann kann ich die sozialen Härten aus dem Thema sehr, sehr weitgehend rausnehmen. Und erst recht, wenn ich dann den Umstieg zum Beispiel im Bereich der Mobilität durch öffentliche Infrastrukturen sei es öffentlichen Verkehr oder auch Kaufmodelle, Social Leasing für Elektromobilität und anderes. Wenn ich das miteinander klug kombiniere, bekomme ich, glaube ich, mehr Effekt, jetzt zum Beispiel beim Thema Elektromobilität, als wenn ich nur auf Subventionen setze und mir gigantische Mitnahmeeffekte ohne Refinanzierungskomponente und so weiter anhalte, wo dann auch die Frage ist, wie nachhaltig ist das in Zeiten absehbar wieder knapper Kassen? Oder kann ich beide Sphären klug miteinander verknüpfen? Ja, im Detail können wir es jetzt sicherlich im weiteren Verlauf noch 29 Minuten diskutieren, aber mit dieser Stoßrichtung am Ende des Papiers war ich dann auch wieder sehr einverstanden. Vielen Dank. Okay. Ja, vielen Dank, Nils. Ich würde direkt an Frau Scheer weitergeben, weil sozusagen der Übergang ja auch schon vorgelegt ist, die Frage, wie die Regierung oder wie Sie das diskutiert haben, jetzt mit ETS 2 und den Herausforderungen umgehen wollen. Das ist ja auch thematisiert worden in einer ähnlichen Weise, wie wir das jetzt schon vordiskutiert haben. Bitte, Frau Scheer. Ja, vielen Dank. Ich tue mich immer schwer damit, vorher Gedachtes dann über die Lippen zu bringen, wenn so viel wertvolles Input schon geliefert wurde, auf das ich ja unbedingt jetzt gleich eingehen möchte. Insofern erlaube ich mir das vielleicht auch gleich vor die Klammer gezogen schon zu tun. Und zwar, das wird ja auch in der Herangehensweise an einen jetzt immer spürbar werdenderen ETS auch unsere Aufgabe sein, zu gucken, wie gehen wir denn eigentlich, wie gehen wir da in der sozialen Dimension mit um? Wie kriegen wir es auch als haltbares Instrument dann auch überhaupt weiter durchgeführt? Und diese These, dass im Policy-Vergleich jetzt die CO2-Bepreisung stabiler sei als die Fördersystematik, dieser These möchte ich einen Widerspruch entgegensetzen. Denn zwar stimmt es, dass man immer wieder neu haushalterisch sich sortieren muss und gucken muss, dass man die Fördermittel hat. Und ich gebe völlig recht, dass ein solcher Effekt, wie wir ihn bei der Elektromobilität bemerkt haben, dass dann auf einmal von jetzt auf gleich das Geld alle ist, das ist natürlich ein absolutes Desaster, das darf nicht passieren. Und das zeigt auch die Schwächen von Förderungen, von Fördersystematiken, ja. Aber zum einen muss man unterscheiden, wie Fördersysteme aufgehängt sind. Das EEG wird finanziert über das Energiefinanzierungsgesetz. Da hat der Staat eine Verpflichtung zu zahlen, auch wenn der Haushalt etwas nicht vorsehen würde an Förderung, hätte der Staat die Verpflichtung, diese Förderungen weiter auszuzahlen. Es sei denn, das Gesetz wird geändert. Aber eine Gesetzesänderung ist ja dann schon auch nochmal eine andere Nummer, als wenn einfach nur regierungsseitig das Geld alle ist, ohne dass irgendwie erkennbar gewesen wäre nach außen hin, ab welchem Tag das so ist. Es hinkt aber auch, der Widerspruch, den ich formulieren möchte, ist aber auch in der zweiten Dimension vorhanden, nämlich die Stabilität des Emissionshandelssystems, wie wir sie in Form von Unangegriffenheit, relativer Unangegriffenheit bis heute erleben, ist meines Erachtens mehr darauf zurückzuführen, dass er bisher noch nicht richtig spürbar war, als auf die Tatsache, dass er so schwer abänderbar wäre. Und wir erleben gerade massiv, das ist ja, glaube ich, niemandem entgangen,
dass jetzt, wo er spürbar wird, an den Mechanismen gerüttelt wird. Und zwar natürlich nicht so grundsätzlich, dass es heißt, es wird abgeschafft. Das kann man sich dann irgendwo auch nicht leisten mit Blick auf die Dimension, die Aussagekraft, die das mit Blick auf die Klimaschutzzielerreichung hätte. Aber man braucht es auch gar nicht. Man braucht sich gar nicht die Finger so schmutzig zu machen, den ETS in Gänze in Frage zu stellen. Es würde ja schon reichen, dem ETS den Stecker zu ziehen, wenn man immer nur einfach vertagt. Ja, man erreicht die Ziele einfach nicht. Also, ja, oder man schiebt es halt immer ein bisschen oder man macht Ausnahmen oder man schiebt von einem Sektor in den anderen. Also die Angriffsfähigkeit dieses Systems sehe ich ebenbürtig gegeben. Und wir dürfen nicht verkennen, dass er unglaublich viele politische Ressourcen geschluckt hat. Und die stehen meines Erachtens nicht unbedingt in einem vernünftigen Verhältnis zu den Ressourcen, die andere Programme und andere Ansätze bisher geschluckt haben, um beim gleichen Vokabular zu bleiben. So entsteht eben auch der Eindruck, und ich erlebe das jetzt ja auch schon seit vielen Jahren mit Entstehung des ganzen Emissionshandelssystems in Europa, dass es fast ein Synonym viele Jahre über war, Klimaschutz und Emissionshandel. Ja, also das war fast ein gedankliches Synonym, ohne mal reflektiert zu haben, wie viel Klimaschutz steckt denn eigentlich real? Wie viel CO2-Minderung steckt denn real eigentlich über die Jahre hinweg im Emissionshandel bis zu dem jeweiligen Zeitpunkt immer? Oder wie viel CO2-Minderung haben wir nicht schlicht über das EEG geholt? Über das EEG, was immer belächelt wurde, als Subventionssumpf bezeichnet wurde. Ja, und es ist ja interessant, dass dieses Feed-in-Tariff-System überall dort, wo man etwas wirklich erreichen will, auch sicher erreichen will, nämlich zum Beispiel bei Hinkley Point C, beim Atomkraftwerk in Großbritannien, auch anwendet. Ja, es ist interessant, dass es quasi als eine doch sehr sichere Bank offenbar angenommen wird. Und wenn es eben um die Zielerreichung, die sichere Zielerreichung geht oder sogar Zielüberrundung, hätte man eigentlich mit den Einspeisesystemen, mit den investitionssicherheitsgebenden Systemen, hat man eigentlich eine ziemlich sichere Bank, weil eben einfach dann auch die Banken ihr Okay geben. Und wir sehen ja auch empirisch, wenn man einfach mal guckt, was wurde mit dem EEG immer so an Zielen gesetzt. Gleich zu Anfang, eine erste gesetzte Zielmarke war bei der Einführung im Jahr 2000. Da hatte man 6% Anteil Strom aus erneuerbaren Energien. Damals hat die Präambel des Gesetzes gesagt, man wolle dies bis zum Jahr 2010 verdoppeln. Dann hätte man bei 12% landen müssen. Im Jahr 2010 war man aber schon bei 17% Strom aus erneuerbaren Energien. Also die Anreizwirkung setzt einen offenbar in die Lage, das auch zu überrunden. Und darum muss es ja, glaube ich, angesichts der Klimakrise gehen. Aber wir haben jetzt trotzdem ja über die letzten Jahre eine sehr starke Fokussierung auf den Emissionshandel auch über die europäische Energiegesetzgebung gehabt. Und meines Erachtens kann an dieser Fokussierung auch nur mit großem Flurschaden für die Klimapolitik jetzt etwas geändert werden. Also wir sollten auf jeden Fall versuchen, den Emissionshandel, wie er gesetzt ist und welche Funktion er jetzt auch regulativ auszuführen hat, dann auch wirklich beim Wort zu nehmen und so auch wirken zu lassen. Weil wenn daran jetzt gerüttelt würde oder man jetzt sagen würde, naja, in dem Moment, wo er spürbar wird, muss man nochmal drüber reden, dann hätte man auch rückwirkend eine ganze Menge Zeit verloren, weil ja eben aufgrund dieser Bedeutung des Emissionshandels in der Klimapolitik hat eben einfach einen ganz großen Raum eingenommen, hat man ja auch viele andere Maßnahmen unterlassen, unter Verweis auf den Emissionshandel. Und wenn man jetzt dann, wo er wirkt, dann, wie gesagt, was ändern würde, hätte man rückwirkend auch die möglichen Alternativen damit ja, das potenziert sich ja quasi von der Negativwirkung, die man damit erreichen würde. Will heißen, es wird natürlich jetzt extremst darauf ankommen, auch für die politische Akzeptanz von Klimaschutzpolitik, weil eben diese Fokussierung so stark ist, dass der Emissionshandel so ausgestaltet wird, und das hatte ja auch schon Isabella ausgeführt, dass es eben, dass es abgefedert werden muss, dass es sozial kompatibel gemacht werden muss, dass es eben, es muss so ausgestaltet sein, dass es tragbar ist und dass es nicht attackiert wird.
Und da haben wir im Koalitionsvertrag in der Tat auch Aussagen drin. Es wird teilweise, glaube ich, überlesen. Ich kriege zumindest ziemlich viele Rückfragen dahingehend, wo denn das Klimageld geblieben ist. Es gibt kein explizites Klimageld, aber es ist im Grunde genommen von der Idee her sehr wohl enthalten. Wir haben aber insofern keine Einigung auf ein Klimageld, weil das Klimageld in der Diskussion, in der deutschen Diskussion zumindest, eine sehr konkrete Vorstellung gleich mitbringt, nämlich eine konkrete Vorstellung von einer Gießkanne. So ist es zumindest in Deutschland bisher diskutiert. Und dieses Gießkannenmodell, das ist eben nicht Gegenstand der Einigung, sondern es ist Gegenstand, dass man möglichst zielgenau Förderungen machen möchte, genau in dem Bereich, aus dem die Einnahmen kommen, ETS2, Verkehr, Mobilität und Gebäudebereich, dass man in dem Bereich Förderungen bekommt. Und, das war uns Sozialdemokraten auch wichtig, dass man eine soziale Staffelung hat. Weil man hat natürlich viel mehr Unterstützungsmöglichkeit, Abfederungsmöglichkeit von Überforderungsphänomenen, wenn man das wenige Geld, was man hat, dann auch zielgerichtet einsetzt, als wenn es breit ausgeschüttet wird, dann bleibt natürlich genau an den Stellen, wo es drauf ankommt, entsprechend weniger übrig. Aber genau dadurch, eben gerade aus dem Grund, weil es in verschiedenen Maßnahmen aufgegriffen werden wird, dass wir CO2-Preiseinnahmen zurückgeben. Das Wort zurückgeben ist ja enthalten im Klima-Energie-Kapitel. Ist es eben auch angelegt, dass man es nicht einfach als das Klimageld bezeichnen kann. Ja. Aber es ist trotzdem vom Gedanken her, also dieser Rückgabegedanke ist gleichwohl enthalten und der wurde aber tatsächlich auch so ein bisschen übersehen. Es gibt auch noch eine andere Aussage im anderen Kapitel im Koalitionsvertrag, wo auch die Stabilisierung des Strompreises adressiert ist. Da muss man noch das Verhältnis dieser beiden Aussagen zueinander bringen. Wir haben aber ja auch im Kapitel Klima-Energie wiederum auch Aussagen, wie die Strompreise gesenkt werden sollen mit den 5 Cent, mit dem Stromsteuer, mit der Absenkung der Stromsteuer aufs europäische Mindestmaß. Also das sind ja nochmal andere Maßnahmen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen möchte. Vielleicht nochmal ganz kurz, dass ich auch meine, dass es irrsinnig wichtig ist, dass wir den Hochlauf der erneuerbaren Energien auf jeden Fall weiter betreiben, dass da auf keinen Fall ein Fadenriss entsteht, sowohl aus Wertschöpfungsgedanken heraus, als auch, weil einfach erwiesenermaßen die erneuerbaren Energien die günstigste Form, auch die verlässlich und perspektivisch zukunftsfähig günstigste Form der Energiegewinnung sind. Aber klar, es ist nicht zu verhehlen, dass man neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien auch den systemischen Umstieg auf erneuerbare Energien braucht. Also das ist eine Zusatzanforderung, die wir haben. Und natürlich muss man gucken, dass man nicht unnötige Systemkosten hat, dass man es möglichst effektiv insgesamt gestaltet, dass da nicht verschiedene Stränge gezogen werden, die Doppelkosten und Dreifachkosten erzeugen und die sich vielleicht gegenseitig widersprechen. Das wurde ja auch gerade angesprochen. Aber ich sehe die Gefahr nicht so sehr, wenn wir verstärkt auf diese Flexibilitätsanreize gehen, auf Speicher, auf die Netzintegration von erneuerbaren Energien. Wenn wir das hinbekommen und wenn wir da quasi so ein Boostergesetz bekommen und diese Aussagen sind im Koalitionsvertrag ganz stark enthalten, dann wird auch der Hochlauf der erneuerbaren Energien deutlich leichter werden und auch kostenseitig sicherer werden. Wir haben dabei auch eine Aussage, dass das Ziel ist, dass die erneuerbaren Energien sich perspektivisch am Markt vollständig refinanzieren können sollen. Nicht zu verwechseln mit einer Aussage, die ohne das Wort können lautete. Das ist eine ganz wesentliche Aussage innerhalb dieser Aussage, ja, wir wollen dahin kommen, dass sie sich auf dem Markt refinanzieren können. Das heißt nicht, wir schmeißen die Erneuerbaren jetzt, seht, wo ihr bleibt, in den Markt, ja, sondern wir wollen dahin kommen. Und das hat eben das ist ein Anforderungsanspruch an uns selbst, dass wir in diesem systemischen Bereich etwas tun müssen und dass da auch der Hase im Pfeffer liegt und dass da auch der Gamechanger drin liegt. Und das ist eben im Koalitionsvertrag enthalten. Wir müssen jetzt aufpassen, dass nicht dass nicht die Außenpolitik möglicherweise dem Hochlauf der Energiewende nochmal in die Quere kommt.
Damit will ich ganz explizit ansprechen, dass wir natürlich um unsere heutige Abhängigkeit von Erdgas wissen. Die wollen wir reduzieren, die muss reduziert werden. Egal, wo das Erdgas herkommt, die Abhängigkeit sollte so schnell wie möglich reduziert werden. Der Umstieg auf die Erneuerbaren und wo erforderlich auf grüne Moleküle muss so schnell wie möglich kommen. Wenn allerdings jetzt der Versuch, die Weltmächte der internationalen Gemeinschaft auch mit Dealpolitiken auf einen Nenner zu bringen, dann kann es sehr gut passieren, dass Europa in eine Abnahmeverpflichtung von sehr viel Erdgas gezwängt wird. Und das kann natürlich nochmal eine komplett andere Herausforderung on top bedeuten, die eigentlich mit der Energiewende rein gar nichts zu tun hat, sondern nur was mit Absatzmärkten à la Donald Trump. Und deswegen, glaube ich, muss man sich einfach darauf gefasst machen, was das mit unserer Energiepolitik anrichten wird, weil sich eben die Politikfelder nicht immer so trennen lassen. Ja? Man kann ja nicht einfach sagen, das eine ist Außenpolitik, das andere ist Klimapolitik. Wenn die Außenpolitik auf einmal von uns verlangt, dass wir mit Erdgas zu tun haben, dann müssen wir damit irgendwie umgehen. Und ich glaube, ich wage jetzt mal einfach eine persönliche Einschätzung an dieser Stelle, die ich mir aber als Politikerin auch einfach herausnehmen möchte. Im Zweifel sollte man möglicherweise auch in Kauf nehmen, Vertragsstrafen zu zahlen, bevor man sich in der Energiepolitik alles von den Füßen wieder auf den Kopf stellen lässt. Ja, aber so könnte man vielleicht auch diese große Brücke schlagen, ohne sich eben umkrempeln zu lassen durch das, was uns außenpolitisch aufgezwängt werden könnte. Vielen Dank, Frau Scheer. Wir kommen vielleicht gleich nochmal auf die Vereinbarung im Koalitionsvertrag zurück. Vielleicht auch auf die Frage, wie viel Sorge da mitschwingt, ob das so durchhaltbar ist. Es ist ja kein Geheimnis, oder sehr bemerkenswert, dass die Partei, die jahrelang ganz massiv für die marktwirtschaftliche Lösung und für das ETS geworben hat und dies als den Königsweg beschrieben hat und sehr viel Unterstützung von entsprechenden geneigten Ökonomen bekommen hat, sprich die FDP, in dem Moment, als kurz vor der Wahl das ETS 2 zur Abstimmung stand, dagegen gestimmt hat. In einem Kontext, wo der ADAC, wo die Bild-Zeitung die anstehende Entscheidung schon genutzt haben, um große Schlagzeilen zu machen, wie viel teurer das Benzin wird. Das wird auf Sie ja irgendwann zukommen und dann die Frage stellen, vielleicht für Sie, vielleicht auch für die Kollegen von der Union, wie viel Mut hat man dann, da durchzugehen und reicht das kompensieren im Nachhinein aus? Das will ich aber vielleicht nur kurz zurückstellen, aber was eigentlich ganz gut ist, weil wir versucht haben, ja auch so ein bisschen internationale Debatte da zu spiegeln. Ich glaube, der Unterschied, Nils, zwischen sozusagen der banalen Aussage, dass es ein Policy-Mix sein muss, die ist, ja, natürlich. Ich glaube, man würde niemanden finden, der sagen würde, man kann komplett Klimapolitik nur über CO2-Bepreisung machen, ohne irgendeine Investition zu machen und umgekehrt. Das Entscheidende ist aber, dass aus den Dingen, die wir zusammengetragen haben, schon etwas systemischere Kritik oder Schwächen kommen. Dass nicht nur darum geht, dass es soziale Probleme gibt. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied. Da könnte man sagen, okay, wenn man vielleicht ein Klimageld findet, mit dem man das optimal gesteuert, wie auch immer aufhängt, wäre das gut. Worum es aber geht, ist, dass eben im Laufe der Zeit auch massive Zweifel an der Systemik oder an der Effizienz des Instruments hat, dass Konsumenten doch nicht so schnell reagieren auf steigende Preise, weil sie es teilweise auch nicht können. Solange keine preisgünstigen, funktionierenden, mit entsprechender Reichweite ausgestatteten Elektroautos zur Verfügung stehen, ist es für die Privaten, auch wenn sie Kompensation bekommen, schwierig zu sagen, okay, jetzt steigt der Benzinpreis, jetzt steige ich mal eben um. Solange die Alternative nicht da ist, ist es schwierig. Isabella hat auch die Erkenntnisse zitiert, dass man aus der Innovationsforschung, aus der Beobachtung von größeren
Umbrüchen und Innovationen lernen kann, dass da massive Eingangsinvestitionen stattfinden müssen, um Marktgröße zu erzeugen, um Innovationskraft zu erzeugen, um Dynamik zu erzeugen. Und dann kommt erst. Und da ist das Instrument eines Carbon Pricing, was sehr langsam wirkt über die Zeit, möglicherweise eben nicht optimal. Und das sind alles Faktoren, die man nicht auffangen würde, wenn man nur das Klimageld optimal designt. Und das führt dann eben dazu, dass, glaube ich, schon ein wichtiger Unterschied ist, zu sagen, naja, man macht eigentlich Carbon Pricing mit ein bisschen was anderem. Oder wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass Carbon Pricing in bestimmten Situationen, bestimmten Sektoren gar nicht effizient ist, dass man über eine andere Art von Policy Mix nachdenken muss. Das ist ein Projekt, nur vorweggenommen, an dem Isabella und Kollegen Michael Grubb und andere jetzt weiterarbeiten. Da geht es dann darum zu identifizieren, welche Branchen können das in welchem Stadium eher brauchen. Gibt es Branchen, die in einem frühen Stadium sind einer Umwandlung? Da wäre vielleicht ein Carbon Price entsteigen noch nicht so gut, in anderen schon. Das ist dann eine ganz andere Dimension von Diskussion. Also da geht es nicht darum zu sagen, Carbon Pricing ist eigentlich das Top-Instrument und wir machen ein bisschen soziales Auffangen, sondern da geht es schon systemisch darum, ein bisschen fundamentaler darüber nachzudenken, wie viel Anteil diese positiven Anreize haben sollen. Ja, ich fühle mich ein bisschen angesprochen, Thomas, aber Nils, oder? Du rennst an der Stelle offene Türen ein. Ich habe gerade, ich weiß nicht, ob das angekommen ist im Chat, das von mir eben schon angesprochene Paper gepostet. Ich bin keineswegs einer der Akteure, die es ja durchaus gibt, die sagen, im Kern löst Carbon Pricing das Problem, aber es hat eine soziale Unwucht, also müssen wir über ein Klimageld oder andere Maßnahmen dieses soziale Thema adressieren. Und dieses von mir im Chat gepostete Papier zeigt das ja auch, dass wir da ganz ähnlich eures Ansatzes sehr systematisch geschaut haben, welche Herausforderungen gibt es bei so einer Transformation, was davon ist preisbasiert und ist sozusagen die klassische ökologische Externalität, die wir über Carbon Pricing adressieren können. Aber bei so einem systemischen Wechsel gibt es eben noch eine Reihe von anderen Hürden. Zum Beispiel im Bereich R&D, wo es auch Externalitäten gibt, die über ein reines Carbon Pricing nicht adressiert werden. Ja, also bei Policy Mix denke ich nicht an nur zwei Aspekte, im Kern Carbon Pricing plus ein bisschen irgendwas Soziales und Gedöns, sage ich jetzt mal, unter Zitat eines ehemaligen Kanzlers, sondern das ist schon auch bei mir konzeptionell ein sehr viel breiter und komplexer und anspruchsvoller gedachtes Framework. Ja, deswegen habe ich ja auch gesagt, war mir euer Papier zu Beginn in dieser etwas überspitzten Gegenüberstellung der vermeintlichen ausschließlichen Nachteile hier und vermeintlichen ausschließlichen Vorteile dort ein bisschen overdone. Nach hinten raus hat sich das dann ein Stück weit gegeben. Und insofern denke ich auch, und ich bin da, das war eben interessant, Frau Scheer, es kommt ja selten vor, ich war mit Ihrer Analyse und Einschätzung nicht d'accord, mit den Schlussfolgerungen dann schon. Häufig ist das Gegenteil der Fall. Solange es um die Fakten geht, ist man einer Meinung und dann kommen die Werturteile und man empfiehlt im Anschluss unterschiedliche Dinge. Müssen wir vielleicht an anderer Stelle mal im Detail dann ausdiskutieren. Ja, ich glaube schon, dass zur Erkenntnis und zur Evidenz auch gehört, dass, wenn wir auf Deutschland schauen, aber auch generell auf die EU, dort, wo wir ein glaubwürdiges Carbon Pricing haben, haben wir die entsprechenden Emissionen auch reduziert bekommen. In der energieintensiven Industrie, in der Energiewirtschaft. Ich glaube nicht, dass das vorrangig ein EEG-Effekt ist. Ich glaube, der Kapazitätseffekt, der ist natürlich EEG getrieben. Und was wir an Erneuerbaren bekommen haben, ja. Aber das eine ist ja, wie kriegt man das Neue in den Markt? Und die andere Frage ist aber auch, wie kriegt man das Alte aus dem Markt? Dass man eben auch wirklich einen Wandel hat. Und diese Logik von Carrot und Stick und die Wirkung des Emissionshandels, glaube ich, da sollten wir das Kind wirklich nicht mit dem Bade ausschütten. Aber nicht zuletzt auch jetzt die jüngsten Entscheidungen in Kanada, wo es ja sogar eine soziale Rückverteilung gab, ja, und ein Scheck hat trotzdem nicht dazu geführt, dass der Rückhalt für das Instrument in der Bevölkerung so groß war, dass ein neu gewählter Premier nicht als erste Amtshandlung das Carbon Pricing aufgibt. Das ist ja ein ganz deutliches Beispiel dafür, dass wir als Gesellschaften, als Politik oder politikberatende Akteure es noch nicht geschafft haben, es so gut aufzugleisen, dass es eine breite Rückhalt und eine breite Akzeptanz findet. Auf der anderen Seite, glaube ich, gehört zur Fairness an der Stelle auch, dass wenn man die Subventionsprogramme in ihrer Vorteilhaftigkeit betrachtet, ja,
und die sich dann im Zweifelsfall einfach aus dem Bundeshaushalt stützen, mit einem spezifischen EEG-Gesetz oder nicht, ist mir an der Stelle jetzt egal. Dann muss man natürlich den Unmut über die hohe Steuerbelastung und so weiter auch anteilig diesen Programmen zurechnen, weil die fallen ja nicht vom Himmel. Es ist ja nicht Manna from Heaven, was wir ausgeben können, sondern es hat natürlich eine Steuerfinanzierung. Ne? Es ist dann aber nicht die direkte Kopplung des Unmuts so direkt und so sehr auf das Instrument bezogen, wie das vielleicht beim Carbon Pricing der Fall wäre. Aber da bin ich immer noch sozusagen Kind einer fast pathologischen Begeisterung für die Aufklärung, das intellektuell zu durchdringen und es dann auch politisch, gesellschaftlich zu kommunizieren und zu verankern. Dieser Herausforderung müssen wir uns stellen, so oder so. Ja, wenn wir das Verhetzungspotenzial all dieser Instrumente durch Akteure auf Seiten der AfD und anderswo zu einem Ausschlusskriterium machen, ja, dann ist unser Instrumentenkasten im Policy Design sehr schnell sehr überschaubar. Das kann nicht der Maßstab sein, sondern wir müssen schon auch versuchen, die nötige Komplexität, die in einem Policy Mix immer drin ist, auch kommunikativ auf die andere Seite des Tresens zu bringen. Darf ich dazu noch was sagen? Kurz? Ja, bitte, Frau Ja. Fink. Also ich glaube, dass wir gut beraten sind, aus Gründen der gesellschaftlichen Aufnahmefähigkeit von Programmen ganz generell. Und das habe ich bei der Klimaschutzpolitik verstärkt über die letzten Jahre wahrgenommen, dass wir da mehr, es muss uns besser gelingen, auch auch wissenschaftsbasiert auf Interdisziplinarität zu setzen. Also mir kommen da die ganzen psychologischen Aspekte, die ganzen sozialwissenschaftlichen Aspekte, kommen mir da gnadenlos zu kurz. Und mir hilft halt einfach das beste Instrument nichts, wenn es rein in der Theorie perfekt klappen kann, aber wir bis heute trotz irrsinnig viel Beschäftigung damit. Also mehr kann man sich ja eigentlich gar nicht mit einem Instrument auseinandersetzen, als wir es mit dem ETS gemacht haben. Also wir haben irrsinnig viele geistige Ressourcen in dieses Instrument hineingesteckt. Man müsste das mal auswerten, wie viel das im Einzelnen ist. Aber es gibt ja unheimlich überall Institute und Abteilungen, die nur für diesen Emissionshandel zuständig sind, seit Jahren und Kommissionen und rauf und runter. Und wenn es dann trotzdem noch nicht gelungen ist, es so auszugestalten, dass es einen Weg gibt, der auch eine Sicherheit bietet, nicht wieder zurückgedreht zu werden, wenn es dann knackt. Ne? Also wie jetzt ja gerade auch geschildert, die FDP war immer dafür und in dem Moment, wo es dann an den Knackpunkt kommt, dann ups, dann war es das. Wenn es halt dann trotzdem, dann muss man irgendwann auch politisch sich so ehrlich machen und sagen, ja, kann man dann eigentlich immer noch von dem überragenden Instrument sprechen, ja, bei dieser Anfälligkeit. Aber ich würde halt trotzdem sagen, weil wir eben einfach so lange auf dieses Instrument in dieser Dimension gesetzt haben, wäre ein Zurückschrauben oder ein Aufgeben letztendlich dann ein Einknicken und quasi ein Kotau, vor denen die grundsätzlich keine Klimaschutzpolitik wollen. Ja, das ist halt die Gefahr, dass wenn man diesen Weg geht, dass man dann zugleich unweigerlich sagt, wir knicken mit Klimapolitik ein. Das wird einfach auch psychologisch, glaube ich, nicht auseinanderzuhalten sein. Deswegen bin ich eben dafür, dass man da jetzt nicht Fragezeichen dran setzt, sondern sich notgedrungen dann eben so gut es einem gelingt, damit auseinandersetzen muss, dass es keine überfordernden Wirkungen hat, damit es eben auch die positiven Wirkungen entfalten kann. Aber ich glaube halt schon, dass wir uns dann leisten müssen, und das habe ich gerade eben vielleicht nicht deutlich genug gesagt, dass wir uns dann gleichwohl leisten müssen, auch zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, von denen wir eben mit den Feed-in-Tariff-Modellen sicher sein können, dass sie auch wirklich die Erfolge bringen, weil wir es uns einfach nicht leisten können, auf diese Erfolge zu verzichten. Und die haben ja auch meistens einen sehr integrativen Ansatz, also dass die Leute sich beteiligen können, dass sie gar nicht merken, dass da gerade ein Wandel stattfindet. Und mir kommt eben auch in der politischen Landschaft bei vielen Prozessen zu kurz, dass diese Veränderungsbereitschaft in der Bevölkerung ja eigentlich ganz breit da ist. Also wir verändern uns permanent in allen möglichen Bereichen, was das Reisen angeht, was die Kommunikationsmedien angeht. Überall verändern sich die Menschen und ihre Gewohnheiten permanent. Aber trotzdem unterstellen wir immer, dass die Menschen die Veränderung nicht wollen.
Und es müsste uns eigentlich mal gewahr werden, dass diese Blockade vor Veränderungen auch ein ganz bestimmtes Muster hat, nämlich das Muster, dass, dass es zwickt, wenn es nicht gerecht sich anfühlt, also wenn die Zugänge zu den Veränderungen blockiert sind für manche, wenn es nicht gerecht ausgestaltet ist, und wenn eben Überforderung ins Spiel kommt. Also wenn Menschen zu etwas veranlasst werden, was sie schlicht nicht leisten können, entweder aus ihren Lebensumständen heraus oder ökonomisch nicht leisten können. Und genau das ist eben auch die Herausforderung beim CO2-Preis, weswegen es so toxisch wirken kann und wir verdammt nochmal es uns gelingen muss, dass wir eben eine Abfederung hinbekommen. Aber Stichwort, das ist ein Drahtseilakt, ja. Es darf eben auch nicht verkannt werden, dass die durchschlagenden Erfolge des Emissionshandels nicht so groß sind, wie sie meistens unterstellt werden. Und gerade deswegen müssen wir im Interesse von gelingender Klimaschutzpolitik, von gelingender Energiewendepolitik ergänzend auch andere und weiterhin und nicht nur ergänzend, sondern weiter stark auf Fördermechanismen, auf andere Mechanismen setzen, die einfach die Anreize schaffen, die Menschen einladen, Beteiligte zu sein und einfach, so wie Professor Latif ja auch immer sagt, Klimaschutz muss Spaß machen. Man muss einfach ein Stück weit auch akzeptieren, wie Menschen ticken, um ihre Potenziale nutzbar zu machen für die Entwicklung, die ich haben will. Es bringt nichts, gegen das Naturell von Menschen anzugehen, wenn ich denn die Möglichkeit hätte, das Naturell der Menschen nutzbar zu machen, weil das spüren Menschen. Und das ist dann ein Neurotisierungsprozess, den ich adressieren wollte mit der Aussage, dass es uns bisher nicht hinreichend gelungen ist, wirklich in der Breite interdisziplinär die Klimaschutzpolitik anzugehen, inklusive Einbindung von den sozialwissenschaftlichen, den geisteswissenschaftlichen, den psychologischen, insbesondere in den psychologischen Bereichen. Ja, vielen Dank. Das ist vielleicht auch ganz gut, da nochmal den Bogen zu spannen, beziehungsweise den Kreis zu schließen zu dem Anlass, warum für uns das auch interessant war, den IRA anzusehen, weil da ging es ja nicht darum, weniger Klimapolitik zu machen, im Gegenteil, sondern mehr. Und Isabella hat es vorgestellt, also es gibt eine massive Beschleunigung des Abbaus. Es gab eine, das ist jetzt natürlich in Frage gestellt, aber schon einen massiven Effekt. Wir haben das, was Sie psychologisch ansprechen, diesen Effekt da gesehen in den USA. Das war ja plötzlich ein Boom. Das war ja in dem Sinne, wie sie das gerade gesagt hat ja plötzlich gemacht, offenbar bei den Investoren sich da zu engagieren, bei den Leuten zu engagieren, weil es einfach anders geframed war und vielleicht in dem Sinne, wie Sie das gesagt haben, eher auf die Menschen hin sozusagen das Positive. Man wollte dabei sein, man wollte auch, sagen wir mal, negativ betrachtet, oder sozusagen ein bisschen abfällig mit absahnen, das Geld holen. Mit allen negativen Dingen, die da vielleicht die man berücksichtigen muss, das versuchen wir ja auch zu dokumentieren. Aber diesen Aspekt, finde ich, ist schon extrem wichtig, sich darüber fundamental Gedanken zu machen, ob da nicht so ein tieferes Problem steht, dass dieser, ich sag mal, ein bisschen provozierend technokratisch-ökonomische Gedanke, man kann über höhere Preise das Verhalten ändern und dann machen die Leute irgendwann das Richtige, dass das doch ein Gedanke ist, den man sozusagen in intellektuellen, technokratischen Kreisen macht, die aber für die Leute in der Realität halt einfach schon teilweise sehr fern ist. Also für jemanden, der am Ende des Monats knapp bei Kasse ist und kein Geld mehr hat, dem ist vielleicht nicht so toll beizubringen, dass er irgendwann Klimageld bekommt, sondern der muss gucken oder die muss gucken, dass sie das hinkriegt. Und da so durch diesen negativen Weg zu gehen, das haben wir halt immer wieder gesehen. Zumal in der Zeit, wo die Inflation jetzt relativ stark war, wo die Leute ohnehin diese Belastung ja schon hatten, ist die Bereitschaft vielleicht einfach grundsätzlich nicht groß genug. Isabella, möchtest du noch vielleicht abschließend? Das ist nett. Ich habe eigentlich nur Punkte, die jetzt noch länger dauern würden und dafür haben wir keine Zeit mehr. Aber ich finde es eine sehr, sehr interessante Diskussion, sowohl mit den kritischen Punkten von Nils als auch mit den Punkten aus der Praxis von Elina Scher. Vielen, vielen Dank dafür. Ich danke auch. Okay,
Wir haben das eben schon angedeutet. Bei uns hat sozusagen diese erste Etappe des Projekts, so eine Zwischenetappe des Projekts, dann jetzt eine Fortsetzung. Wir arbeiten dann, oder Isabella vor allen Dingen, mit Michael Grubb und Eric Lonergan an dem nächsten Schritt, den du auch vorgezeichnet hast, Nils, wo es darum geht, wie könnte denn so ein optimaler Policy-Mix aussehen. Und nur um das so anzudeuten, vielleicht auch für Frau Scheer, das ist vielleicht eine Lösung aus dem Dilemma zwischen dem Schwarz und Weiß, zwischen den Gräben, zwischen denen, die Carbon Pricing wollen und den anderen, dass man möglicherweise eine schlaue Lösung darin findet, dass man das sektoral sich ansieht. Ne? Es gibt in der Industrie sicherlich Sektoren, energieintensive Sektoren, die schon relativ weit sind in der Transformation, die schon neue Produkte haben. Bei denen macht es vielleicht Sinn, die über höhere Carbon Pricing Systemiken zu weiteren Verhaltensänderungen zu bringen. Den viel zitierten Autofahrer, die Autofahrerin, die jetzt davor steht, höhere Benzinpreise im Januar 2027 zu bezahlen, aber überhaupt nicht die Möglichkeit hat, die Mittel hat, weil die Preise für Elektromobilien noch so hoch sind, da rein zu wechseln. Da macht es vielleicht noch nicht Sinn. So, das ist nur so ein Grundgedanken, wie man möglicherweise auch Sequencing heißt das im Englischen, sozusagen, sich überlegt, wann, zu welchem Zeitpunkt, in welcher Phase der Entwicklung man Carbon Pricing einsetzt oder nicht. Das kleine Vorschau darauf, was da in dem neuen Projekt diskutiert wird, stellen wir vor beim nächsten Berlin Summit im Juni. In dem Sinne, vielen Dank, Frau Scheer. Wir sind sehr gespannt, wie die Koalition das in den nächsten Monaten vorbereiten wird, was aus den Formulierungen, die Sie da gefunden haben, am Ende sozusagen umgesetzt wird oder wie das umgesetzt wird. Vielen Dank auch Nils für die sehr kundigen Kommentare und konstruktiven Ideen. Vielen Dank an alle und schönen Nachmittag und Tanz in den Mai. Genau. Ebenfalls vielen Dank für die Einladung. Wiederschauen. Dankeschön. Ciao. Tschüss.